Hallo allerseits! Heute gibt es ein Vorschauvideo über zwei Handmuster von kleinen Spur 1 Dampfloks im Maßstab 1:32 mit 45 mm Spurweite. Hierzu habe ich von der Firma Wunder Präzisionsmodelle leihweise zwei bereits fahrbereite Exemplare der zierlichen dreiachsigen Tenderlokomotive der Baureihen 89.70 bis 75 bekommen. Diese Lok ist vielen Eisenbahnfans auch unter der Bezeichnung preußische T3 ein Begriff. Die Kleinserienmodelle werden in Handarbeit aus Messing produziert und sollen voraussichtlich bereits im Sommer 2021 zum Preis von 2.490 € ausgeliefert werden. Ihr Vorbild wurde erstmals im Jahr 1882 gebaut. Über einen Zeitraum von rund 20 Jahren wurden wohl mehr als 1500 Exemplare an die Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung KPEV ausgeliefert. Ein Teil davon war sogar noch bei der Deutschen Bundesbahn bis ins Jahr 1961 im Einsatz. Und ein Exemplar fährt sogar noch heute, und zwar auf der Kandertalbahn im südlichen Schwarzwald. Die Firma Wunder realisiert ihr Modell der T3 in nicht weniger als 10 Varianten der Epochen 1 bis 3 sowie in einer Museumslok-Variante. Ich zeige jetzt zunächst mal das Handmuster der in Epoche 3a in Szene gesetzten Baureihe 89 7216 aus der Nähe. Ihr Vorbild entspricht der allerersten Bauausführung gemäß Musterblatt III 4e mit einer schrägen Führerhausrückwand. Zudem hatte diese T3 noch keinen Dampfdom, sondern nur einen Regleraufsatz, dessen Reglerstange durch den Sandkasten hindurchgeführt wurde. Das Modell hat sehr viele bewegliche Details, wie beispielsweise den Sandkastendeckel, einen Kohlekastendeckel und 2 Deckel für die Wassereinfüllung. Natürlich lässt sich die Rauchkammertüre öffnen und die Vorbildschraubkupplungen sind gefedert, ebenso wie die Puffer. Die Türen haben einen beweglichen Türgriff und lassen sich öffnen. Sogar die darunter befindlichen Werkzeugkästen haben bewegliche Verschlüsse. Beim Serienmodell sollen sich auch die Drehfenster leichtgängig öffnen lassen. Hier beim Handmuster klemmt das aber noch etwas. Zudem wird auch das Mittelfenster in der Stirnwand beweglich sein. Schon jetzt ist das Dach sehr einfach abnehmbar und ermöglicht wirklich tolle Einblicke. Es wird durch 2 kleine Magnete fixiert. Zudem sieht man, dass sich sogar die Feuerbüchse öffnen lässt. Auch viele weitere Details des Modells können sich sehen lassen. Dieses Handmuster wiegt übrigens 1580 Gramm und hat eine vorbildgerechte Länge von 25,9 cm. Das zweite mir zur Verfügung gestellte Handmuster entspricht einem Vorbild der seinerzeitigen zweiten T3 Bauausführung gemäß Musterblatt III 4e dritte Auflage. Deshalb hat dieses Modell einen Dampfdom und eine gerade Führerhausrückwand
und unterscheidet sich auch in vielen weiteren Details, wie der Bremseinrichtung, der Stehkesselrückwand oder der Führerhausbreite. Außerdem ist es vorbildgerecht mit 26,8 cm, fast einen Zentimeter länger als die vorhin gezeigte DB-Lok. Dieses Handmuster wiegt 1640 Gramm und wurde in Epoche 1 in Szene gesetzt. Es erhielt die Betriebsnummer Berlin 1826. Kurz zur Elektrik der Modelle. Sie verfügen über einen Multiprotokoll-Digitaldecoder Lok Sound 5 von ESO mit Energiepuffer zur Überbrückung von Gleisverschmutzungen und kurzen Stromunterbrechungen. Sie haben zum Antrieb wie auch die Serienmodelle einen Faulhabermotor. Kommen wir zu den Lichtfunktionen und ein paar Geräuschen der Modelle, die allerdings noch nicht endgültig abgemischt sind und sich bis zur Auslieferung im Sommer 2021 durchaus ein wenig ändern könnten. Die Beleuchtung ist noch nicht endgültig. Sie arbeitet derzeit auf LED-Basis und die Lichtfarbe ist noch nicht optimal. Man will auch noch prüfen, ob vielleicht doch Glühbirnchen verwendet werden können statt der LEDs. Die Spitzenbeleuchtung ist je nach Lokmodell natürlich Zweilicht oder Dreilicht und wechselt automatisch mit der Fahrtrichtung. Zudem lassen sich jetzt alle Leuchten auch einzeln schalten, also hier die vordere linke und separat die vordere rechte. Das geht natürlich auch am anderen Ende. Alternativ gibt es noch eine per Funktionstaste schaltbare Rangierbeleuchtung, bei der die hintere rechte und vordere linke Leuchte aktiviert wird. Ebenfalls separat schalten lässt sich die Führerstandsbeleuchtung. Jetzt kommen die Einzelgeräusche des Modells und ich zeige währenddessen auch Details dieser Lokvariante. Es gibt eine Pfeife und eine kurze Pfeife, dann eine Glocke, das Kohlenschaufeln, Zylinder ausblasen, den Injektor, einen Schaffnerpfiff, eine Durchsage, Vorsicht, zurückbleiben bitte. eine weitere Durchsage Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter. und schließlich noch die Luftpumpe. Die weiteren Geräusche zeige ich jetzt in Verbindung mit dem Dampfsound und zwar auf einem Rollenprüfstand. Ich fahre mal die Lok an. Dann gibt es mit einer Funktionstaste zuschaltbar Schienenstoßgeräusche. Mit einer weiteren Taste kann man Kurvenquietschen aktivieren. Und beim Abbremsen gibt es natürlich ein Bremsgeräusch.
Abschließend führe ich jetzt noch mit der DB-Version der T3 eine kleine Probefahrt auf meinen Testgleismodulen mit Weichen mit 1020 mm Radius durch. Ich zeige dabei auch den radsynchron getakteten ESU-Rauchentwickler des Modells in Funktion. Zunächst lasse ich jetzt die Lok in der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe fahren. Ich habe das vorher schon mal mit der Stoppuhr gemessen. Für 1 Meter braucht das Modell dabei 134 Sekunden. Das entspricht maßstäblich umgerechnet weniger als 0,9 Stundenkilometer. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich mal ein wenig schneller fahre. Und jetzt noch ein Gleiswechsel mit höherer Geschwindigkeit. So, das war's mit meinem Video über die Handmuster der Baureihe 89 oder T3 im Maßstab 1:32 von Wunder Präzisionsmodelle. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal weiterempfehlen würden.